ein neues, kurzes ATV, dem neuen BurnDown und im Anschluss ein umfangreiches Extra zum Thema des Ausdauersystems und des Actor-Status-Systems. Inhaltlich gibt es daher gar nicht viele Stichpunkte, weshalb wir direkt einsteigen mit Eric Kieran Davis, der uns ja letzte Woche die Herzschlag-Nachricht gegeben hat, dass die Fehleranzahl hochgeschossen ist auf 94, die vor Evocati-Start zu beheben sind. Das sind 9 Blocker und 62 kritische Fehler, was fast doppelt so viele sind wie in der Woche zuvor. 21 mit hohem Kritikalitätsfaktor, 2 mittlere und 0 einfache. Es geht wie üblich in ein Meeting hinein, das Meeting der EU-Leads vom 4. September 2017. Im Anschluss erzählt er uns, dass das Ding an der Spieleentwicklung ist, dass mit der Fehlerbereinigung und der Beseitigung der Must-Fix-Issues, also der Fehler, die zwingend beseitigt werden müssen, ist, dass man, wie auch sonst im richtigen Leben, gute Tage und schlechte Tage hat. Entwickler können also einen richtig guten Tag haben, wo sie, metaphorisch ausgedrückt, einfach an einem Faden eines Fehlers ziehen und sich plötzlich alles aufribbelt, also alles aufklärt und sie bestenfalls in der Lage sind, gleich eine Handvoll Fehler zu bereinigen. Auf der anderen Seite gibt es Tage, da schreibt ein Entwickler einen Fix, überreicht den an die Qualitätssicherung zum Testen, die dann ihrer Arbeit nachgehen und schlechte Nachricht haben, weil sie eben noch mehr Fehler finden. Die gehen also tief hinein in den Kaninchenbau, sagt Matthew, und finden im Sinne einer Extrapolierung lauter sich dem Fix angrenzende Fehler, die sich womöglich erst aus diesem Fix heraus ergeben haben. Die graben und graben also und das kann darin enden, dass man am Ende wesentlich mehr Fehler zurückbekommt, als man anfangs beseitigen wollte. Ben Perry, Senior Graphics Programmer, also ein erfahrener Grafikprogrammierer, zeigt uns einen Fehler, der aus einem schwarzen Flackern besteht. Hier sieht man, je näher man an Lichtquellen herankommt, desto intensiver wird dieses Flackern. Im Regelfall ist das der Lens-Flare-Effekt, erklärt er, der solche gearteten Probleme verursacht. Und zwar dann, wenn die Berechnung versucht, durch 0 zu dividieren oder die Wurzel einer negativen Zahl zu ziehen versucht oder ähnlich mathematisch Unmögliches. Um Ben im Folgenden zu verstehen, muss man erst einmal betrachten, von welchem Thema er überhaupt redet. Lensflares sind Linsenblendeffekte, die als Nachbearbeitungsprozess beim Rendern hinzugefügt werden. Solche Blendeffekte werden gewöhnlich auf Lichter in einer Szene angewendet, wie auch hier in Bens Fall. Dieser kleine, unscheinbare Begriff Lensflare ist dummerweise hochgradig komplex und daher sehr fehleranfällig. Lensflares oder Linsenblendeffekte werden nämlich definiert aus Eigenschaften, Effekten und Parametern. In den Eigenschaften werden die Ausgangszahl bestimmt. Mit diesem Wert erzielt man unterschiedliche Strahlen im Linsenblendeffekt. Die Größe, das ist ein Prozentwert der Größe des gerenderten Frames, der die Größe des gesamten Linsenblendeffekts beeinflusst. Der Farbton inklusive der Variation über die Modifikatoren, das heißt, eine Farbe ist letzten Endes auch nur eine Zahl, die jeweils von 255 bis 0 geht. Und so ist Blau zum Beispiel definiert als R gleich 0, G gleich 38 und B gleich 255. Dem Winkel, der bestimmt, wie stark der Blendeffekt von seiner Vorgabeposition gedreht wird, während die Position des Blendeffekts relativ zur Kamera geändert wird. Von der Intensität, die die Gesamthelligkeit bestimmt und die Opazität des Blendeffekts, der Komprimierung, das heißt positive Werte dehnen die Blende horizontal, negative Werte dehnen sie vertikal, und den Knotenquellen. Die Knotenquellen ermöglichen die Auswahl des Quellobjekts für den Linsenblendeffekt. Die Quelle des Linsenblendeffektes kann ein beliebiges Objekt in der Szene sein. Im Allgemeinen ist es aber eine Lichtquelle. Und bei den Effekten gibt es die Definition der Aufhellung,
das ist also das Einstellen der Gesamthelligkeit, die für das gesamte Bild gilt. Die Ausblendung in der Entfernung, die blendet den Linsenblendeffekt also mit zunehmendem Abstand von der Kamera aus. Die Ausblendung zur Mitte hin, die blendet die sekundären Blendeffekte in der Nähe der Mitte der Reihe von Blendeffekten entlang der Hauptachse des Blendeffekts aus. Der Entfernungsunschärfe, die den Blendeffekt auf Grundlage seines Abstands von der Kamera unscharf werden lässt. Der Unschärfe-Intensität, die bestimmt, wie stark die Unschärfe ist, wenn sie auf den Linsenblendeffekt angewendet wird. Und den sogenannten Weicher, der den Blendeffekt insgesamt weicher erscheinen lässt. All das sind alles Zahlen. Und nicht zuletzt die Parameter, die Lensflare-Parameter, die noch Sterne und Ringe und Strahlen und sonstige Hübschmacher definieren. Es ist nun deutlich zu erkennen, dass im Rahmen der Definition von Lensflare-Effekten insbesondere Tiefen, Winkel und Entfernungswerte festgelegt und vom System entsprechend berechnet werden. Wenn dann in der Berechnung zum Beispiel der Knotenquellen sowie der zugrunde liegenden Entfernungswerte ein Berechnungsfehler für einen einzigen Pixel passiert, dann beeinflusst das den gesamten Screen, wie das hier zu sehen ist bei Ben. Man schaltet also den Effekt ab, das demonstriert er hier, und trotzdem sieht man noch ein leichtes Flackern rund um die Lichtquellen. Wenn man jetzt nah herangeht, dann sieht man das Flackern der kleinen Tüpfelchen. CIG ist bekannt, dass die Nebelberechnung diese Art von flatternden Pixeln verwendet. Wenn man also auch nun zusätzlich neben den Lensflare-Effekten auch noch den Nebel abschaltet, was Ben jetzt hier zusätzlich in der Konsole tut, dann ist der Fehler endgültig verschwunden. Was sie nun herausgefunden haben ist, wenn das System die rechteckigen Lichtpixel berechnet, dann nimmt es sich die zu samplende Position, findet die dem Licht am nächsten liegende Position und versucht dann, die Richtung dorthin zu berechnen. Wir erinnern uns an die Stichworte Knotenquelle, Entfernungsberechnung und Aufhellungsberechnung. Die daraus resultierenden Entfernungen versucht das System nun zu subtrahieren und durch die Gesamtdistanz zu dividieren. Wenn das System also nun im Mittel den Wert 0 erhält und versucht, das wiederum durch 0 zu teilen, dann kommt da nur noch Unsinn raus, der nicht mit der vom System erwarteten Definition passt und dann den gesamten Lensflare-Effekt beeinflusst bzw. ausgibt, und das resultiert dann in dem hier gezeigten Fehler. CIG hat nun als Lösung einen ganz kleinen Fix installiert in Form einer Prüfroutine, die einfach prüft, ob der sich ergebende Wert 0 ist oder nicht. Und wenn es 0 ist, dann wird ein anderer Faktor gesetzt. Und tada, es funktioniert. Tada, it works. Die letzten Wochen wurde an Ladeninhabern und Verwaltungsmitarbeitern gebastelt, also den NPCs. Das sind ja generelle Anlaufpunkte später im Spiel, um Dinge zu kaufen oder zu verkaufen, Gegenstände abzuliefern oder ähnliches. As you can see, we have one of our NPCs here who I just got some new animations from. Da gab es unter anderem diesen hier eingeblendeten lustigen Fehler, dass der Körper sich bewegt, die Füße aber nicht. Und mehr erfahren wir dazu jetzt auch nicht. For 3.0 Max Hang erzählt, dass für 3.0 ja bekanntermaßen die Geschütztürme überarbeitet werden. Das Redesign umfasst unter anderem die Definition von aktiven und toten Zonen, um zu kontrollieren, wie schnell sich die Geschütztürme drehen können. Geschütztürme sind, so erklärt Max, im Grunde genommen ein eigenes Fahrzeug mit eigenen Fahrzeugsitzen und eigenen Fahrzeugkomponenten. Der aktuell genutzte Programmcode kann aber nicht unterscheiden zwischen Geschützturmsitz und Fahrzeugsitz. Der Code greift daher auf den Code-Teil zurück, der gerade am schnellsten verfügbar ist. Also muss CIG dem Programmcode beibringen, dass er für den Geschützturm auch auf den Programmcode des Geschützturmsitzes zurückgreifen soll. it just chooses whatever it finds first. So we had to define, no, for this turret we want you to use the turret seat, or for the ship we just want you to use the turret. Es gibt einen Fehler aktuell, der dann und wann zum Tod führt, wenn man einen Outpost betritt. Das passiert in allen Outposts. Also mussten sich die Jungs und Mädels von CIG die Outposts nochmal anschauen, in den Editor laden und den Fehler finden. Man sieht hier die blauen Boxen. Das sind die Boxen, die das Raumsystem inklusive der Atmosphärendefinition enthalten. Und, wie man hier sehen kann, zwischen den Boxen existieren Leerräume. And actually air, so you can breathe within our locations.
Und die sollten eigentlich nicht vorhanden sein. Die blauen Boxen sollten übergangslos ineinander übergehen. Diese Lücke sorgt nun dafür, dass eine eventuell definierte Sauerstoffatmosphäre verschwindet. Genau in diesen Bereichen stirbt man zurzeit. Das ist also der Fehler und der Grund für den plötzlichen Tod in den Outposts. You would randomly die at different times because you wouldn't know when the air actually runs out. And that was the bug report we got, so we just found out that, okay, they're not connected, we need to fix this issue. Our first solution was actually just to make all the rooms bigger, to make sure they touched each other. Der erste Lösungsansatz war, die blauen Boxen zu vergrößern. Das führte aber dazu, dass die blauen Bereiche über die Räume hinausreichten und man auch außerhalb der Outposts hätte atmen können. Und das wollte man natürlich nicht. Even though it's outside, you can still breathe and survive without a helmet, which also shouldn't happen because you're on one of the moons that doesn't have air you can breathe. So also haben sie als zweiten Lösungsansatz ein Lumberyard-Tool verwendet, das sogenannte Custom Shape Tool, das spezielle oder selbstgebaute Formenwerkzeug, um die Formen der Räume, in diesem Falle die Außenkanten, anzupassen und dafür zu sorgen, dass die Räume selbst miteinander verbunden sind. Während der vergangenen Woche hat CIG die Fehleranzahl um 18 reduziert, was im Ergebnis zu 76 Fehlern führt. Es wurden in der vergangenen Woche 773 Updates für das 3.0-Bild vorgenommen. Außerdem wurde entschieden, eine erste kleine Anzahl an Nicht-CIG-Testern auf den Bild zu lassen, um mehr Rückmeldungen einzuholen bei der Evaluierung von Fehlern. Eric greift zum Schluss nochmal das Thema auf, dass es sein kann, dass die Bereinigung eines Fehlers Myriaden an neuen Fehlern produzieren kann. Hoffen tut er natürlich das Gegenteil. Aber seine Träume beiseite geschoben ist nur eines sicher. Die Anzahl an Fehlern ändert sich von Woche zu Woche. Manchmal dramatisch, manchmal nach oben und manchmal nach unten. Change, and sometimes dramatically, sometimes higher, sometimes lower. So come back next week to see how we're doing here on BurnDown. The actor status system started life as a much smaller piece, which we're trying to figure out how to breathe in space, how to breathe also. Das Actor-Status-System war ursprünglich als eher kleinerer Anteil gedacht, mittels dessen man überlegte, wie man im All atmet und dergleichen. Und man wollte vermeiden, dass die Leute durch das Airlock gehen und immer noch ihr T-Shirt tragen. Kill triggers outside the airlocks just to make sure people don't walk outside in their T-shirts. Obviously, und diese Überlegungen führten dazu, dass man einige Auslöser-Skripts implementiert hat, die den Spieler dann töteten beim Umschalten der Luftschleusen. Aber die Türen selbst hatten noch keine Funktion in Bezug auf Atmosphären oder Ähnliches. Und überhaupt mussten viele Dinge designt und implementiert werden, bevor man überhaupt über das Atmosphärensystem nachdenken konnte. Eines davon ist das Raumsystem, in dem die Atmosphären dann definiert werden können. Und natürlich die Türen, die diese Räume und die darin enthaltenen Atmosphären miteinander verbinden und einen entsprechenden Austausch erlauben. Our doors initially did not support this feature, so we had to redo all our doors, all our airlocks, elevators, so that when a door opens, it actually allows gases to travel from one room and another. The Stamina component defines a default stamina cost. CIG geht dabei so weit, dass sie die Luftzusammensetzung der jeweiligen Atmosphäre definieren. Dies ermöglicht dann, ein Spielelement zu implementieren, welches bestimmt, wie lange ein Spieler in der vorhandenen Atmosphäre überleben kann, beziehungsweise mit angelegtem Raumanzug ein Live-Support-System, um anzuzeigen, wie viel Sauerstoff noch verbleibt. Letzteres haben sie geschafft, indem sie den Helm des Spielers, wir erinnern uns jetzt an den Geschützturm im Burnout zuvor, für die Game Engine als einen Raum definiert haben. Der Spieler betritt also einen Raum mit eigener Atmosphäre, sobald er den Helm aufsetzt. Damit konnten sie auch kleine Add-ons integrieren, wie zum Beispiel ein Filtersystem, um eventuell toxische Umgebungsatmosphären bis zu einem gewissen Grad atembar zu machen. Including carbon dioxide. And a gas tank that maintains the pressure in the helmet by feeding it oxygen. When it comes to having no helmet on, wenn man keinen Helm trägt oder einen Helm, der kein Sauerstoffsystem unterstützt, dann befindet sich der Spieler nicht im Raum mit Namen
Helm, sondern direkt im ihm umgebenden Raum. Das hat dann direkte Auswirkungen auf den Charakter, je nach Umgebungsdruck, atembare Atmosphäre und so weiter. CIG verspricht sich hiervon ein interessantes Gameplay, insbesondere wenn die Hülle eines Schiffes getroffen ist, die Atmosphäre in den Weltraum entweicht und man so schnell wie möglich einen Raumanzug finden muss, weil man sonst stirbt. It become fairly costly to keep a helmet on, as this brings a lot of interesting gameplay possibilities to Star Citizen, where you have to rush to a suit locker, get your suit quickly on because your ship is getting depressurized and there's no other way. You either get to that suit or you die. Now, Der Hauptverbrauchsfaktor von Sauerstoff für den Spieler ist seine Bewegungsrate, sowie Faktoren wie Gewicht von Ausrüstung und der Bewegungsrichtung. Also, Treppen hinaufgehen kostet mehr Ausdauer als Treppen hinabgehen. Jede Bewegung kostet Ausdauer. Sprinten, kriechen, rennen. CIG will den Spieler zwingen, strategisch und möglichst real vorzugehen und endgültig dieses sogenannte Bunny-Hopping, also das Herumspringen und Rennen wie ein Kaninchen, abzustellen. Man kommt also unweigerlich in Schwierigkeiten, wenn man nur durch die Gegend rennt, wie es bisher der Fall ist. Think about what they're doing will get punished, while people who are mindful of every little thing they do will get an advantage. Walking instead of sprinting will still consume some stamina, but your Erholung ist die Differenz zwischen Verbrauch und Regenerierungsrate, wird uns erzählt. Wenn man geht, erholt man sich schneller. Wenn man steht, ist diese Rate natürlich am höchsten. idle in 2 hours in space, you might run out of oxygen. But if you sprint for 10 minutes, you might run out of oxygen. It's the same because you start consuming way more. the player abilities are the secondary consumers of stamina. CIG geht aber noch einen Schritt weiter. Jeder Teil des Gameplays kostet Ausdauer. Wie zuvor erwähnt, ist das die Bewegungsrate, Gewicht von Rüstung, aber auch Waffen. Eine Railgun ist schwerer als eine Pistole. Und die Richtung, bergauf kostet mehr als bergab. Aber auch die Anziehungskraft eines Planeten oder Mondes spielt eine Rolle. Springen mit einer Railgun auf dem Rücken auf Jupiter beispielsweise kostet demnach wesentlich mehr Ausdauer als auf dem Mond. Und das Ganze natürlich maximiert durch Springen mit leichter Ausrüstung auf dem Mond. CIG ist hier allerdings auf Probleme im Code gestoßen. Es war ihnen nicht möglich, dem System diese Systematik beizubringen. Also anstatt zu sagen, du brauchst 20% Ausdauer, um springen zu können, haben sie Code implementiert, der dem System sagt, springen ist nicht erlaubt, wenn du weniger als 10% Ausdauer hast. Ein weiteres Problem war die visuelle Kommunikation dem Spieler gegenüber, wenn verschiedene Gefahrenelemente zusammenkommen. Wenn man also einen kritischen Gesundheitszustand hat und blutet und keine Ausdauer mehr hat, dann überlagern sich diese Effekte. Sie haben deshalb ein Skript entwickelt, was diese visuellen Effekte steuert. Zum Beispiel teilt es dem System mit, dass alle Effekte nach Eintreten des ersten Effekts nur noch die Hälfte ihrer Stärke haben sollen. Und alle Effekte zusammen können einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Dieses sogenannte Buff-System ist bereits eine Weile im Code implementiert, wurde aber bisher nicht genutzt. Buffs sind Datenbestandteile, die aus einem Anteil Werte und einem Anteil Zeitlimit bestehen. Ihr Nutzen besteht darin, im Prinzip virtuell alles im Spiel zu modifizieren, was den Spielerstatus betrifft, indem es ein einfaches Interface dafür benutzt. Diese Spieler-Buff-Komponente bezieht alle Buff-Anforderungen und stapelt diese Buff-Anforderungen desselben Typs aufeinander und übermittelt den sich ergebenden neuen Wert an das System. Wenn ein Körper Schaden nimmt, als Beispiel, dann wird ein Stapel an Blutungsinformationen gestapelt, die jeweils den Wert 1 haben. Das bedeutet, dass der Spieler in jeder Sekunde einen Schadenswert von 1 erhält, beziehungsweise dieser Wert vom Gesundheitsgesamtwert abgezogen wird. Dieser Wert 1 wird gestapelt, kumuliert sich also, je mehr Blutungsinformationen durch den Buff aufeinander gestapelt werden. Debufft, also reduziert wird das Ganze, wenn man sich heilt. Diese implementierte Buff-Komponente zusammen mit dem Ausdauer-, Heilungs- und Atmungssystem und den G-Kraft-Komponenten. Das ist das, was CIG
das Actor-Status-System nennt. Dabei werden auch einzelne Körperkomponenten berücksichtigt ab 3.0. Schaden am Arm beeinflusst die Tragemöglichkeiten, Schaden am Bein, Navigations- und Geschwindigkeitswerte, sowie erhöht das auch den Ausdauerverbrauch zum Sprinten und Springen. Schaden am Torso wird die Ausdauer generell senken, sowie natürlich die Regenerationsrate. One of the important things for us was that the player understands what is happening to them. Just having stamina there is not. Das andere Thema ist, wie bringen wir dem Spieler bei, wie es um ihn steht. In irgendeiner Art und Weise muss er also durchgehend über seinen Gesundheits- und Ausdauerstatus informiert werden. Dafür bediente sich CIG einiger Tricks. Das sind also kleine Informationsanzeigen im Head-Up-Display. My oxygen tank is out. So we had to go add a lot of visual effects on the screen when you're running out of breath. Hier links die aufblinkende Heart Rate, also die Herzfrequenzwarnung, sowie Audiosignale im Sinne von schnellerer Atmung und Animationszusätze, wie zum Beispiel ungenaueres oder erschwertes Zielen. Moving up and down with every breath. It's also a lot of UI work that had to go into this to tell the player what's going on at every step of the way. On your visor you get information about. Um sich zu informieren, was sozusagen außerhalb von Körper und Anzug passiert, dafür ist Mobiglas da, was einen informiert über atmosphärische Umgebungen. Unter anderem. Want information is about the outside, then it's the Mobiglas right now. That gives you all the information about the room that you are in. My role based on the actor status system was to outline the sound design. Philip Pierce Smallwood erklärt uns seine Arbeit im Zusammenhang mit der Sounderstellung, Atmungseffekte etc., um dem Spieler Rückmeldungen über seinen Status zu geben. Die Herausforderung, erklärt er, besteht hier nicht nur in dem Finden der korrekten charakteristischen Sounds, dem Aufnehmen dieser, sondern auch der Abstimmung mit dem Code, weshalb eine enge Zusammenarbeit mit Designer und Development notwendig war und ist. Philipp ist beim Überlegen, welche Atemgeräusche er in welcher Situation benötigt, als ersten Schritt dazu übergegangen, seine eigene Atmung aufzunehmen. Er hat dazu mit 20 BPM, Beats per Minute, also Anschläge pro Minute, begonnen und alle paar Stunden hat er das um 5 BPM erhöht, bis er 190 BPM erreicht hatte. Das bedeutet, von einem Atemrhythmus von 3 Sekunden pro Vorgang ist er hochgegangen bis auf 0,3 Sekunden je Ein- und Ausatmung, was sehr, sehr schnell ist. Also das ist schon Hecheln. Die Ergebnisse hat er dann zerschnitten und dann nach Einatmen und Ausatmen konsolidiert und zusammengesetzt. Dazu später nochmal mehr. Der Vorteil dieser Methode war, dass er sehr schnell sehr viele Audio-Files zusammengestellt hatte mit einer großen Bandbreite an Variablen. Der Nachteil war, dass das Ganze so anstrengend gewesen ist, dass Philipp beinahe einige Male ohnmächtig geworden wäre. Which is really, really fast. So a lot of fun recording that. The benefit of recording to the tempo map is you got a lot of variation and you got a lot of assets dead very, very quick. However, the downside was I didn't realize how breathing rapidly without needing to, how much that could mess you up. I did nearly pass out a couple of times at the upper end of the BPM scale. Fortunately, it didn't. Once I got enough material, what I did is I edited it all together. So I split all the inhales and all the exhales for the specific BPM and then bounced them all out of Reaper. So I had individual inhale assets and exhale assets. The actor status system, sonically. Das Actor Status System besteht im Grunde aus 3 Hauptelementen. Den Atemstil, die Grunts und Vocalizations, also Stöhnen und Stimmeffekte, und den SFX-Support, das sind die Soundeffekte, die Soundeffektunterstützung. Das betrifft Effekte bezogen auf Rüstung, Alarmeffekte, User-Interface-Elemente und so weiter. Aktuell gibt es 13 Atemstile, die aber noch erweitert werden. Diese unterteilen sich in 2 Suites. Die eine Suite ist die Full FPS Suite, die zum Herumlaufen genutzt wird. Die andere Suite nutzen sie für Piloten zum Fliegen, weil man in beiden Situationen sehr unterschiedliche Atemstile hat, sowohl in Ruhe als auch unter Last. So gibt es beim Fliegen zum Beispiel eine Situation, die sich AGSM nennt, Anti-G-Kraft-Anspannungsübung. Diese Übung trainieren und nutzen Piloten, um bei großen G-Kraftbelastungen einer Ohnmacht entgegenzuwirken. Sie spannen also ihren Körper stark und spezifisch an, um das Blut im Kopf zu halten. Blood pressure to remain high in like their head and stuff like that. So when you're pulling really high Gs, you'll start hearing them going, hey,
So the actor status system and the audio component in tandem pass particular values in relation to stamina, O2, health, even like composition of the... Das Zusammenwirken der Audio- und Grafikdaten wird gesteuert unter anderem von DataForge, was hier eingeblendet wird. Hier wird festgelegt, in welcher Situation respektive welchem Zustand welcher Audiocontainer aktiviert wird. Breathing styles and all the conditional transitions. And through that I can dictate which breathing style is played at a certain time and how that breathing style correlates to the values that are being passed from the actor status system. So the actual audio exists. Die Audiocontainer selber sind hinterlegt in WISE, hier eingeblendet, welches ein Audio-Middleware-Tool ist. Die benannten 13 Atemstile sind angeordnet in einer Actor-Mixer-Hierarchie, wie man das hier eingeblendet gut sehen kann. Und hier kann man jetzt auch erkennen, was Philipp zuvor erzählt hat mit dem Zusammenfügen seiner Einatem- und Ausatemgeräusche. Unter dem String mit Namen DXHN-Player-Breath-FPX-Submix existieren die Kataloge Exhale, also Ausatmen, und Inhale, Einatmen. Darunter seht ihr jeweils die von unten nach oben nach Atemgeschwindigkeit sortierten Atemsamples, angefangen von 20 und endend mit 130 BPM. Diese Ein- und Ausatemgeräusche werden vom System immer abwechselnd nacheinander angesteuert. Und Philipp erwähnt noch, dass sie noch bis 190 BPM hochgehen werden. Gesteuert wird das Ganze vom RTPC, einer Echtzeitparameterkontrolle, welche die Daten des Actor-Status-Systems sowie WISE, also die Audiokomponenten, nimmt und dann auswählt, welche BPM-Atemgeschwindigkeit abgespielt werden sollte. Das Spiel fordert dann die Daten von WISE an, zum Beispiel die Spielereinatmung ab 90 BPM oder die Spieler-Atem-Regenerations-Ausatmung und was es dort alles für Varianten gibt. Und das ist dann das, was wir im Spiel auch hören. Und jetzt sieht man nochmal DataForge eingeblendet und rechts die Atemkurve, die definiert, wie unser Charakter animiert atmet. Normalerweise in der Spielentwicklung ist es so, dass die Animation den Sound ansteuert. Im Falle von Star Citizen ist es genau andersherum, dass der Sound also bestimmt, welche Animationsparameter genutzt werden, was wiederum eine extrem genaue Synchronisation von beidem erfordert. The animation going out and in. I was involved with the breathing animations, the procedural breathing animations. Das ganze System ist, wie wir jetzt erkennen können, hochgradig komplex und es werden eine Menge Variablen angesprochen, die miteinander synchron gehalten werden müssen. Trotzdem ist CIG natürlich darauf bedacht, alle Informationen für den Spieler so einfach wie möglich zu halten, sodass er so schnell wie möglich erkennen kann, oh, mein Charakter ist müde, Ausdauer ist niedrig und so weiter. And easy to read as possible, because obviously it's all about player feedback, it's all about them being able to see, oh, I'm tired, oh, I'm exhausted, I need to slow down a bit, I need to stop exerting myself, and sort of communicating that to them sort of simply and easily, while also having the complexity of the back-end system and having these sort of more advanced systems behind it. It doesn't slow you down, but it will tell you that you're more tired. Es muss nicht unbedingt heißen, dass man langsamer läuft, sondern dass sich das Spielgefühl beim Laufen schwerer anfühlt, dass das Audio-Feedback intensiver wird, dass sich alles anders bewegt als im gesunden, ausgeruhten Zustand. Das Zielen wird schwieriger, weil sich der Zielpunkt quasi über den ganzen Bildschirm bewegt, anstatt ruhig auf einem Punkt zu liegen. Und alles in allem ist diese Spielerfahrung am Ende natürlich subjektiv, ganz entgegen der hochgradigen Komplexität im Backend, wo alle Stränge Hand in Hand übergehen und synchron miteinander korrespondieren und arbeiten müssen. So, und jetzt wiederholt alles in allem Gordon McLean eine ganze Menge von dem, was uns Philipp bereits vorher erzählt hat über Audio steuert Grafik, alles ist komplex und die Animation stimmt auch, wenn man den Kopf dreht oder nach oben guckt. Alle Systeme arbeiten miteinander. Nichts in meinen Augen weiter Spannendes oder Erwähnenswertes. Works smoothly and it works non-obtrusively. As we started
Jetzt geht es nochmal zum GeForce-System, also dem System, welches G-Kräfte während des Flugs simuliert. Das aktuell in der Version Alpha 2.x implementierte G-Kraftsystem ist sehr akkurat und realistisch und simuliert sogar die Farben, je nachdem, ob das Blut in den Kopf schießt, dem sogenannten Redout, oder umgekehrt, Blackout. Wie auch immer, CIG wollte ein mehr generisches System haben, das mit jeder Art von Entität zusammenarbeitet, also nicht nur Auswirkungen auf die Schiffspiloten selber hat, sondern zum Beispiel auch auf Ladeeinheiten, wenn diese ungesichert sind und das Schiff Gas gibt oder kopfüber fliegt. Die neue Lösung monitort die kumulierte Geschwindigkeit einer Entität, also eine Entität kann halt jeder Gegenstand im Spiel sein oder auch Charakter, und allen enthaltenen Physikgrids. Das heißt, dass das neue System, die in einem Schiff, das ist dann der sogenannte Elternraum, die in einem Schiff enthaltene Masse berechnet, die Beschleunigungswerte zugrunde legt und dann die physikalischen Kräfte berechnet, um daraus zu ermitteln, wann eine ungesicherte Ladung, das ist dann der sogenannte Kindraum, in welchem Winkel umkippt. Das ist dasselbe Eltern-Kind-Prinzip, wir erinnern uns, was CIG bereits für die Physikgrids anwendet, um das Fahrzeug in Schiffssystem oder das Schiff in Schiffssystem zu realisieren. Und dieses Prinzip wenden sie jetzt für die G-Kraft-Simulation von Ladung bzw. von Entitäten im Schiff generell an, nur eben erweitert auf Raum- und Physikberechnungen. Dieses G-Kraftsystem führte quasi später zum Actor-Status-System, das jedes kleinste Detail zueinander führt, was einem Spielcharakter passieren oder zustoßen kann. Ziel dabei war es, dass alles durch ein und denselben Filter läuft, sagen sie hier dazu, um Kollisionen zu vermeiden, die unweigerlich passiert wären, wenn es mehrere Systeme gegeben hätte, mehrere unterschiedliche Systeme, die sie später hätten zusammenführen müssen oder durch mehrere unterschiedliche Filter hätten laufen lassen müssen. Beispielsweise, ein Spieler ist hungrig oder durstig oder er ist beeinflusst durch G-Kräfte oder er ist außer Atem. Jeder dieser Zustände hätte potenziell mit dem anderen Zustand in Konflikt kommen können. Und das wäre ein Albtraum für die Entwickler gewesen. Und das ist im Prinzip der Grundansatz, aus dem dann später das Actor-Status-System heraus entstanden ist. It seemed to take off, and every single idea from how Evan Brown war dafür verantwortlich, einen Code zu entwickeln, wie er sagt, eine gute Anzahl unterschiedlicher Systeme miteinander zu verknüpfen. Als Beispiel nennt er hier die Lungen eines Spielers und wie sie animiert werden und die Auswirkungen auf die Waffe, deren Ruhepunkt durch die Atmung beeinflusst wird, was alles synchron gehalten werden muss mit dem Audio-Feed. Das Problem hierbei war, dass die Atemgeräusche in Verbindung mit den Animationen nicht wirklich realistisch waren. Er und einige Entwickler haben sich also über Dataforge hergemacht und eine Tabelle erstellt mit Nummern und Parametern, um die unterschiedlichen Bandbreiten von Atemgeschwindigkeit und Lungenvolumen zu definieren, um so Werte feststellen zu können, wie lange jeder Spieler braucht, um wieder zu Atem zu kommen, also genügend Sauerstoffwerte zugewiesen bekommt, bis er den Status erholt erreicht hat. Das haben sie für jeden Atemstil getan, unter Berücksichtigung der Sauerstoffanreicherung der Umgebung. Das heißt, je dünner die Luft, je geringer also die Sauerstoffwerte, desto länger dauert es natürlich, bis die Sauerstoffwerte des Spielers sich aufaddiert haben, bis zum Status erholt. Die Herausforderung war hier die große Anzahl unterschiedlicher Atemstile, abhängig von zum Beispiel Gesundheitsstatus oder Verletzung. Außer Atem sein oder eben nicht zu Fuß, sondern als Pilot unterwegs zu sein und hohen G-Kräften ausgesetzt. Der Übergang zwischen den einzelnen Atemstilen wurde so kompliziert, sagt er, dass das nicht mit einer einfachen Interpolation von Zahlen getan war. Sie haben also eine sogenannte Breathing Suite entwickelt, was ein Flowgraph-Set ist, womit ein fließender Übergang zwischen den einzelnen Stilen erwirkt werden kann. Das Thema Flowgraph hatten wir schon mal erwähnt. Dabei ging es genau um einen fließenden Übergang zwischen zwei Grafiken, bei dem das System dann selbstständig Berechnungen vornimmt, um die bestehenden Lücken durch fließende grafische Berechnungen dann schließt. Und genau das nehmen Sie jetzt auch hier vor, nur nicht im Zusammenhang nur mit Grafik, sondern auch mit Zuständen. Das heißt mit den Atemzuständen zwischen hektisch Atem, außer Atem sein bis hin zu wieder erholt sein.
Sie haben also die Lücken zwischen den einzelnen Status mit vielen Parametern befüllt, sodass es nun zu einem gefühlt fließenden Übergang kommt zwischen den unterschiedlichen Spielerstatus. Whether you're blacking out, and we can get it to react in so many ways that make it sound realistic that I think we've got more than 14 different styles, and it really gives the player a feeling that something realistic's happening. So the actor status. So, und jetzt kommt Zane Bean. Und da weiß ich gar nicht, warum sie den überhaupt hier mit drin haben. Der wiederholt nämlich jetzt nochmal alles, was wir bereits zuvor gelernt haben über das komplexe Actor-Status-System, über Atmosphäre, Räume, Atmosphärenverlust, dass man sich mehr anstrengt, wenn man Treppen heraufrennt, dass die Herzschlagrate zunimmt, wenn man sprintet, dass sich alles erholt, wenn man stehen bleibt und sich ausruht und dass das alles ziemlich cool ist. Einzig interessante Information ist die, dass die Sauerstoffregenerationsrate der Spieler-Sauerstofftanks abhängig von der Umgebung und ihrer Sauerstoffsättigung ist. Aber auch das haben wir im Nebensatz bereits zuvor gehört. Planet with low oxygen or there's a low atmospheric pressure. Kind of like in that movie The Martian where it's checking his status. For planning ahead, this will... Aber jetzt kommt noch mal etwas Interessantes. Und zwar wird das Basistool, unser Mobiglas, entsprechende Basisinformationen enthalten, zum Beispiel zur Atmosphärenzusammensetzung des uns umgebenden Raums. Aber CIG plant auch kaufbare Erweiterungen, die es uns ermöglichen werden, zum Beispiel die Atmosphäre von weiter entfernt liegenden Räumen zu scannen. Dasselbe System haben sie übrigens auch für die Türen implementiert, die uns mitteilen können, wie die atmosphärischen Konditionen im Raum auf der anderen Seite der Tür sind. Das Spiel wird uns also mit ausreichend Informationen versorgen und es liegt bei uns, ob und wie wir diese Informationen nutzen. Die Konsequenzen haben wir in jedem Fall zu tragen. Das Actor-Status-System wird nicht an einem Punkt X abgeschlossen sein. Vielmehr wird es stetig weiterentwickelt und um viele Dinge erweitert, zum Beispiel um Konditionen, die Auswirkungen auf den Spieler haben, zum Beispiel Vergiftungen, Betrunkensein, Harndrang, bis hin zu Langzeitauswirkungen, zum Beispiel durch Krankheiten aller Art, auch durch Verstrahlung, für deren Heilung man einen Mediziner finden muss, den es vielleicht nur einmal irgendwo versteckt im System gibt. Sie haben noch keinen konkreten Plan hierzu, aber die Möglichkeiten sind sehr vielfältig und weitreichend. Das übergreifende und finale Ziel des Actor-Status-Systems ist die Anwendung dessen über alle möglichen Rassen, in dem Wissen, dass unterschiedliche Rassen bzw. Spezies natürlich unterschiedliche Umgebungs- und Atmosphärenkonditionen zum Leben benötigen, sowohl auf Planeten als auch in Schiffen. Wenn man also später mit anderen Rassen verhandeln möchte, kann man die nicht einfach alle in einen Raum voll mit Sauerstoff stecken. Das könnte ihnen unter Umständen missfallen, weil sie dort schlicht nicht atmen können. Das ist im Grunde genommen der Start für Mobiglas und die Darstellung der Atmosphärenzusammensetzung, dass man später also auf dem Mobiglas schauen kann, oha, hier gibt's 0,1% Gift. Oder der Sauerstoffanteil ist zu niedrig oder sogar zu hoch, was zu einem Hyperoxie-Problem auf Dauer führen könnte. CIG gibt uns dafür mit Mobiglas die Werkzeuge, um sich entsprechend über die Umgebung zu informieren. Aber natürlich müssen Sie diese Werkzeuge auch nutzen und die richtigen Entscheidungen treffen, die darüber entscheiden, ob sie überleben oder nicht. They can't just shove them in a place full of oxygen. They might not like that. They might simply suffocate or they might have adverse conditions. Und das war's mit dieser Woche, dem ATV, BurnDown und dem Thema Stamina und Actor-Status-System. Ich freue mich über Ihre Kommentare und wünsche euch noch auf diesem Wege ein wunderschönes Restwochenende. Allerdings möchte ich auch noch mal kurz sagen, weil ich schon Fragen bekommen habe, ob ich denn jetzt nur noch Prisma mache und wo denn jetzt die Übersetzung bleibt. Also zum einen, ich kann nicht hexen und zum anderen möchte ich darauf hinweisen, dass die ATVs seit neuestem nicht mehr donnerstags kommen, sondern freitags, wo mir, weil ich auch teilweise schon donnerstags mit der Übersetzung angefangen hatte, einfach auch Stunden fehlen. Aber generell gilt, Privatleben hat Vorrang und es ist fertig, wenn es fertig ist. Ich werde weiterhin die Übersetzung machen, aber ich kann euch nicht versprechen, dass die immer gleich samstags früh kommen. Es kann auch mal später werden und ich bitte hierfür alle um Verständnis. Also, vielen Dank fürs Zuhören und ein wunderschönes Wochenende. Cheers!